Es ist höchste Zeit, meine Haare brauchen eine Kur. Und ich habe Lust, ihm was richtig Gutes zu tun und ein Treatment zu machen und dachte mir, heute nehme ich euch mit und zeige euch, was ich anmische. Schritt 1 ist, meine Haare zu waschen, denn ich habe relativ viel Öl und Haarbalsam, also fettiges Produkt in meinen Haaren verteilt in den letzten Tagen, weil ich sie in einem Zopf zurückgebunden hatte und das Waschen noch ein bisschen rausgezögert habe. Aber heute ist es Zeit. Und damit das Treatment auch richtig an den Haarschaft rankommt und die Feuchtigkeit tief einziehen kann, werde ich jetzt erstmal reinigen. Für das Treatment schneide ich als erstes ein Aloe Vera Blatt, damit die gelbe Flüssigkeit des Aloin in Ruhe ausfließen kann, in der Zeit, in der ich die anderen Zutaten zusammenmische. Dafür schneide ich es einfach am Ende an und stelle es dann mit der Schnittstelle nach unten in eine Schüssel. Okay, kommen wir direkt zum Main Act des Treatments. Falls ihr nicht neu hier seid, wisst ihr, wie sehr ich Henna liebe. Ich benutze es seit über 12 Jahren regelmäßig in meiner Haarpflege, mehr muss ich glaube ich nicht sagen. Hier benutze ich eine Mischung aus Henna und Indigo, um meine Haare dunkelbraun zu färben. Aber wenn ich nicht färben möchte, benutze ich stattdessen Cassia-Pulver, was die gleichen strukturstärkenden Eigenschaften wie Henna hat, aber ohne zu färben. Henna und Cassia binden Proteine am Haarschaft und stärken die Struktur. Genau gesagt binden sich die Henna-Pigmente ans Keratin, das Hauptprotein der Haare, was mir dabei hilft, meine Haare lang wachsen zu lassen und meine Locken vom Abbrechen zu schützen. Dazu gebe ich Amla-Pulver, was durch Vitamin C und Antioxidantien die Haarwurzeln stärkt und gegen Haarausfall wirkt. Das hebt außerdem die warmen braunen Untertöne im Haar hervor und kann vorzeitigen grauen Haaren vorbeugen. Dann gebe ich Neem-Pulver dazu, was antimykotisch wirkt gegen Schuppen und eine irritierte Kopfhaut. Neem ist so kraftvoll und ganz vielseitig einsetzbar und wenn ihr mehr Rezepte mit Neem sehen möchtet, dann schaut in die Videobeschreibung, da habe ich mein Rezeptvideo verlinkt. Mit warmem Wasser, also nicht kochend heißem, rühre ich das dann zu einer dickflüssigen Paste an. Und du brauchst eigentlich keine Mengenangabe, gib einfach erstmal ein bisschen Wasser dazu und dann Stück für Stück mehr, bis die richtige Konsistenz entsteht. Und die Paste erstmal ziehen zu lassen, setzt die Wirkstoffe frei und lässt die Farbe intensiver werden. Das heißt, du kannst es auch einen Tag vorher oder ein paar Stunden, bevor du es benutzen möchtest, anmischen. An der Stelle kannst du auch andere Pflanzenextrakte und Kräuter hinzufügen, die du magst. Das Einzige, was sich nicht mit Henna verträgt, ist Öl, denn das vermindert die Wirkung. Was sich aber gut mit Henna verträgt und sogar die Wirkung verstärken kann, sind ätherische Öle. Ich gebe ätherisches Lavendelöl dazu, was die Farbwirkung intensiviert, außerdem Feuchtigkeit in den Haaren bindet und einen entzündungshemmenden und beruhigenden Effekt hat, was besonders gut für meine Kopfhaut ist. Was ich auch empfehlen würde, ist zum Beispiel ätherisches Teebaumöl oder ätherisches Rosmarinöl. So, für den Proteinanteil meines Treatments ist gesorgt. Jetzt bringe ich noch einen Feuchtigkeitsboost dazu mit dem frischen Aloe Vera Blatt, aus dem der gelbe Saft, den wir nicht dabei haben möchten, in Ruhe austreten konnte. Falls du kein frisches Aloe Vera Blatt hast, kannst du auch Aloe Vera Pulver oder reinen Aloe Vera Saft benutzen. Ich brauche nur einen Teil von dem großen Blatt und schneide es erstmal in Stücke. Und dann schneide ich das Blattmark raus. Die Rinden behalte ich und friere sie ein, um sie später als kühlende Pads gegen Wunden, Sonnenbrand, irritierte Haut und andere Sachen zu benutzen. Aloe Vera gibt den Haaren Feuchtigkeit, Geschmeidigkeit und pflegt die Kopfhaut. Und ich habe angefangen, das mit meiner Henna-Kur zu kombinieren, um daraus ein abgerundetes Treatment zu machen. Denn Proteine alleine ohne Feuchtigkeit, das kann die Haare steif machen. Und sie brauchen beides, Protein und Feuchtigkeit. Also dachte ich mir, warum nicht die Einwirkzeit nutzen, um beides gleichzeitig zu bekommen, statt erst ein Protein-Treatment und danach noch ein separates Feuchtigkeitstreatment zu machen. Und wow, es war echt ein Gamechanger. Ich habe mich gefragt, warum ich das nicht schon früher gemacht habe. Frische Aloe Vera Blätter findest du übrigens im Bio-Supermarkt, je nach Saison und online. Aber Aloe Vera ist so eine einfache Pflanze, die du zu Hause wachsen lassen kannst und dann selber ernten. Das Aloe Vera Mark püriere ich dann zu Gel mit einem Stabmixer. Mit einem normalen Standmixer funktioniert es genauso gut. Und dazu gebe ich dann Honig, eine meiner absolut liebsten medizinischen und kosmetischen Zutaten. Falls du keinen Honig benutzen möchtest, kannst du pflanzliches Glycerin benutzen oder es einfach weglassen.
Ich nutze Honig in meinem Treatment vor allem als Emulgator und Feuchtigkeitsbinder für ganz viel Geschmeidigkeit, aber auch als wundheilendes und antimikrobielles Mittel für eine gesunde Kopfhaut. Weil ich nicht so viel brauche, friere ich einen Teil von der Aloe Vera Mischung ein fürs nächste Mal. Ich kann sie als reine Feuchtigkeitskur benutzen, für die Haare, aber auch für die Haut, als wundheilendes Treatment oder auch als Basis für ganz viele andere Rezepte. Und den Rest rühre ich in meine Henna-Mischung ein. Ihr seht, die Henna-Mischung ist schon ein bisschen dunkler geworden, weil sie in Ruhe ziehen konnte. Jetzt nur noch mischen und mein natürliches Protein- und Feuchtigkeitstreatment, heute als färbende Version, ist fertig. Zur Vorbereitung habe ich meine Haare mit einem Shampoo-Bar gereinigt. Dafür benutze ich sonst auch gerne Lavaerde, was mir vor allem hilft, Öle und Produktrückstände sanft zu entfernen, damit auch alles richtig gut an die Haare rankommt und tief einziehen kann. Meine Haare sind gereinigt und ausgekämmt. Und dann trage ich mein Treatment einfach nur noch vom Ansatz bis zu den Spitzen auf. Und für die kopfhautpflegende Wirkung der Zutaten trage ich es sogar auch direkt auf meine Kopfhaut auf und massiere es ein. Mir ist aufgefallen, ich habe mir irgendwie angewöhnt, meine Augen dabei zuzumachen, weil ich dann besser fühlen kann, was ich mache und es mich entspannt und langsam sein lässt. Seit dem Anfang meiner Natural Hair Journey vor mehr als 12 Jahren benutze ich genau diese Zutaten, um meine Haare lang wachsen zu lassen. Und das konnte ich immer wieder und wieder tun, sogar nach jedem Haarschnitt. Allein deshalb kann ich sie einfach echt nur von Herzen empfehlen. Es ist einfach nicht lange her, seit meine Haare so ungefähr bis zu meinem Nacken gingen und jetzt gehen sie bis zu meinen Schulterblättern. Vor allem sind sie aber richtig kräftig und stark. Beim Auftragen kann es schon mal ein bisschen messy werden und kleckern, deshalb mache ich das in der Dusche oder draußen im Garten, wo das nichts ausmacht. Und jede einzelne Strähne soll wirklich gründlich was abbekommen, ganz besonders die Spitzen. Und um wirklich überall dran zu kommen, arbeite ich in Abschnitten und gehe dann zwischendurch auch ganz sanft mit meinen Fingern durch, um Knoten zu vermeiden oder ganz vorsichtig rauszuholen. Oh mein Gott, es war höchste Zeit, meine Haare haben das echt aufgesaugt. Normalerweise mache ich das Treatment so jeden Monat oder alle 2 Monate. Das ist ein wichtiger Teil von meiner Haarwuchsroutine, beziehungsweise der Routine, um meine Länge beizubehalten. Wärme lässt das Treatment besser einwirken, deshalb setze ich eine Haube auf und wickel dann noch einen Stoff drum, in dem Fall einfach mein T-Shirt, das ich zum Färben benutzt habe, und lasse es ungefähr 2 Stunden einwirken. Danach wasche ich alles gründlich mehrere Runden aus, bis keine Rückstände übrig sind. Und zum perfekten Abschluss kommt mein Liebling zum Einsatz, mein selbstgemachtes Leinsamengel. Mein Rezept kennt ihr ja schon. Falls nicht, dann findet ihr alle Videos dazu in der Videobeschreibung. Und mein erstes Rezept von vor 9 Jahren habe ich seitdem nochmal verfeinert. Also schreibt mir gerne, falls ihr daran interessiert seid. Und wie gesagt, verlinke ich meine Playlist mit all meinen Leinsamengel-Videos in der Videobeschreibung. Das gibt meinen Locken jetzt noch den Halt und den Schutz, den sie brauchen. Und ich trage sie meistens geschlossen oder locker zusammengebunden, um sie zu schützen. Und meinen Ansatz föhne ich an, besonders wenn ich meine Haare nicht in der Sonne trocknen lassen kann, um meine Kopfhaut gesund zu halten. Also dann, ich hoffe, ihr tut euch was richtig Gutes in den Momenten, in denen ihr könnt. Und schreibt mir gerne, welche Rezepte ihr euch momentan wünscht. Wir sehen uns bis dahin auf Instagram oder im nächsten Video.